Für die kleinen Kinder gibt es eigentlich nichts Besseres, als wenn etwas leuchtet und etwas Sound macht. Ist man dann noch Klemmbaustein-Fan, ist die Kombination aus Licht und Sound und Klemmbaustein perfekt. Wir schauen uns heute Stax an, Light und Sound, einen Dinosaurier. Bleibt dran, dann sehen wir, wie es den Kindern gefällt, was es kann und wie. Roar! Hallo liebe Klemmbaustein-Fans, mein Name ist Sascha, mit dabei ist heute unser Sohn Leon und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Klemmbaustein Castens. Heute haben wir ein kleines Set vom Hersteller Stax oder Light Stax. Wie der Name schon sagt, geht es hier um Licht und bei den Dinosaurier sogar um Sound, denn er macht irgendwelche Geräusche. Das ist ein kleines Set. Ich habe es bei Steingemachtes gekauft, verlinke ich euch unten. Geräusche machen. Hat mich 15 € gekostet. 64 Teile, reguläre Teile plus 9 Stacks, also die herstellerspezifischen Licht- und Soundteile. Es gibt da noch, nicht nur den Dinosaurier, sondern auch noch eine Giraffe, einen Elefanten, einen Löwen und ein Krokodil. Alle machen unterschiedliche Geräusche, wenn man sie bewegt. Ich bin schon sehr gespannt. Packen wir es mal aus, bauen es auf, lassen die Jungs damit spielen und abschließend gibt es unser Familienfazit. Die Giraffe ist hier nicht drin, die kann ich nicht bauen. Wir bauen den Dinosaurier, denn der ist da drin. Aber erstmal gucken wir, was hier so drin ist. Ist da nur der Dinosaurier? Ja. Irgendwelche besonderen Hinweise gibt es nicht, wie ich hier sehe. Babys dürfen mit dem So. spielen. Dann gucken wir mal. Die Augen sind schön braun. Da haben wir schon die Batterie. Es geht schon direkt los. Also ist bewegungsaktiviert. Gucken wir mal. Wird auf jeden Fall spannend. Bewegt danach. Tschüss, Genau. Kadam. Hier gibt es noch ein paar mehr, ganze Systeme. So, Werbebeilage. Gibt noch ein bisschen was anderes. Ja, könnte lustig werden. So. Tschüss, Jetzt. Anleitung. Batteriewechsel ist angegeben. So wie ich das sehe, ist hier eine Ersatzbatterie dabei. Das ist die Aufbauanleitung. Also das sind 64 Teile plus die 9. Ich denke mal, das bauen wir jetzt einfach mal so auf. Da brauchen wir weder einen Speedbild noch irgendwas anderes. Und ich brauche endlich mal eine Schere. Und da sind auch Da sind auch, ja, das sind die Zähne, glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe. Das sind keine Augen. Die Augen sind ja schon da. Aber die kann man dann auch abmachen. Also ich habe noch keine Ahnung, wie das System genau funktioniert. Lassen wir uns mal überraschen. So, alles weg. Dann legen wir mal los.
So, das gute Stück ist fertig. Sobald man in der Gegend rumhüpft, macht es das Gröllgeräusch. War jetzt beim Aufbau tatsächlich ein bisschen nervig, das die ganze Zeit zu hören. Aber ich muss sagen, diese Klemmkraft ist teilweise übertrieben, krass oder untertrieben. Also manche Sachen gehen echt leicht ab. Es ist ein ganz schönes, großes Rumgedrücke hier. So richtig stabil ist es teilweise auch nicht. Was man in der Anleitung halt hat, man kriegt angezeigt, wann die Lightstacks benutzt werden. Dann sieht man in der Anleitung aber nicht mehr, wo man sie benutzt. Oder in der Anleitung zeigt es dann nur noch an, dass es ein normaler Stein ist. Also man unterscheidet die im Endeffekt nur durch die Bezeichnung Lightstacks. Also hier steht jetzt Lightstacks benötigt und mehr nicht. Also das heißt, die Anleitungen sind dann dementsprechend auch einfach gehalten, dass man dann von der Art, also jetzt hier diesen orangefarbenen 2x4 Stein zum Beispiel, nur einmal einsetzt in dem Bauschritt. Ansonsten ist die Anleitung eigentlich kein großes Hexenwerk. Kann man schnell und gut bauen. Hexenwerk. Ist kein Problem. An und für sich muss ich jetzt sagen, Klemmkraft übertrieben, teilweise instabil, nicht alles richtig jetzt verbunden. Kann also ein paar Sachen können leicht abgehen. Ja, jetzt sieht man beim Tageslicht sieht man jetzt von dem Leuchten jetzt nicht so viel. Wir werden das heute Abend dann noch mal kurz filmen, wenn es dunkler ist, und dann sieht man mal den ganzen Effekt. Jetzt hört man die ganze Zeit nur den Sound und dann gibt es abschließend das Familienfazit. Also, dann bis später. Dem Dinosaurier sind die Lichter ausgegangen. Es wird Zeit für das Klemmbaustein-Kastens Familienfazit. Auch heute sind unsere Jungs beschäftigt. Die Stimmung ist gut, die Meinung habe ich eingefangen. Vom Leon, vom Noah den neutralen Daumen. Wartet ab, er kommt. Ja, an sich eine sehr schöne Idee. Auch eben Brüllen, leuchtende Augen, toll. Was ich echt schade finde, die Beine fallen ständig ab. Also gerade wenn insbesondere natürlich Noah dann mit dem Dino rumläuft, fallen sie einfach ziemlich schnell ab. Das heißt, man ist ständig damit beschäftigt, diese Beine wieder dran zu machen. Auch das mit dem Gebrüll und dem Licht funktioniert nicht immer so 100% zuverlässig. Ich weiß gar nicht, du hattest, glaube ich, schon mal die Batterie ausgewechselt. Ja, daran liegt es nicht. Wir sind also, zu doof dafür. Genau, also man merkt, man darf den nicht gleich weiter bewegen, ja, sonst hört er nämlich wieder auf oder kommt nicht richtig klar. Also Bewegungssensor funktioniert da noch nicht so richtig oder wird halt mehrmals hintereinander aktiviert. Das ist jetzt fürs Spielen tatsächlich ein bisschen blöd. Genau, also insgesamt, ich finde es eine schöne Idee, aber es gibt noch einiges, was man durchaus verbessern könnte. Also ich schwanke noch ein bisschen, aber ich würde mal sagen, einen neutralen Daumen gibt es auf jeden Fall für die Idee, weil an sich sieht putzig aus, der Dino. Ja, so funktioniert es auch. Ja, also ich habe es ja während des Aufbaus oder beziehungsweise nach dem Aufbau ja schon gesagt, das mit der Klemmkraft ist ein bisschen grenzwertig, zu gut, dass die Teile halt so einfach ohne irgendwelche Fixierungen dran sind, ist auch ein bisschen blöd fürs Spielen. Klar, ältere Kinder spielen dann nicht mehr ganz so wild damit, aber trotzdem, wenn dann halt mal so ein Arm abfällt, ist halt blöd. Also von daher bin ich da auch so nicht ganz so gut von begeistert. Leuchten ist super, aber die Aktivierung ist auch noch verbesserungsbedürftig. Von daher von mir den neutralen Daumen. Und der Leon hat ja im Endeffekt am Anfang ein bisschen damit gespielt. Das war es dann. Ist jetzt nicht so das große Highlight. Ihm gefällt er nicht. Deswegen gibt es von ihm den Daumen nach unten. Mal gucken, ob wir vielleicht später nochmal andere Tiere testen oder warten, ob sich dann in den nächsten Jahren noch was an der Technik verbessert. Gut, dann sind wir damit auch schon am Ende unseres Videos, unseres Fazits. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck von dem Set bekommen.
Hat es euch gefallen? Hinterlasst gern den Daumen nach oben. Möchtet ihr nichts mehr von uns verpassen? Dann abonniert uns gerne und vergesst nicht die Glocke. Ah. Also der Dinosaurier kommt schon mal nicht. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Aber die Stimmung, die Meinung